Dass Marketing in unserer Branche richtig wichtig ist, das hast du kapiert. Und jetzt willst du mit deiner Agentur weiter durchstarten. Da draußen gibt es aber viele schwarze Schafe und in diesem Video zeige ich dir, wie du damit umgehst. Hi, willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du da bist. In diesem Kanal gibt es rund um die Entwicklung deines Beauty-Business viele interessante Dinge. Deswegen vergiss mal nicht zu abonnieren und aktiviere auch gleich die Glocke und schreib mir wirklich mal ein paar Kommentare für alles das, was du schon selbst probiert hast, hier in diesem Video. Also, es geht um die Agenturzusammenarbeit und du kennst das sicherlich. Am Anfang ist, als wenn du verliebt bist, immer alles schön. Wenn du auf so eine Agentur triffst, die sagen dir, das können wir tun, das können wir tun, das können wir tun, ist alles machbar. Aber zu welchem Preis? Das sagen sie meistens nicht. Und oftmals erinnert sich auch keiner mehr an das gesprochene Wort. Und wie du damit umgehst, ist mega wichtig. Oftmals sehe ich es in meiner Zusammenarbeit im Mentoring mit den Unternehmerinnen, dass dort die Agenturen einfach wilde Sau spielen in den Werbeaccounts von diesen armen Beauty-Frauen. Sie installieren die eigene Kreditkarte in das Werbeaccount derjenigen Kosmetikerin, um die Benefits für ausgegebenes Werbebudget einfach selbst einzustreichen. Dann haben wir mögliche Sachen, die einfach unterlassen werden und sich keiner mehr daran erinnert. Ja, alle möglichen Dinge, die dort einfach unterlassen werden. Das Zauberwort heißt Lastenheft. Wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, solltest du so etwas haben wie ein Lastenheft. Und jetzt denkst du dir, was ist das? Ein Lastenheft beschreibt die Pflicht, was du tun musst, dass die Agentur drin arbeitet. Das heißt also Bildmaterial, mögliche Texte oder eben Dinge, auf die du Wert legst, hier mit einzubringen. Was die Agentur machen muss, steht allerdings auch da drin, nämlich Keyword Research oder Keyword-optimierte Texte, ordentliche Bilder oder dass deine Webseite oder dein Shop auch im mobilen Format am Handy richtig angezeigt wird. Das nennt man Mobile Responsive. Also wenn sie das also einfach unterlässt, dann ist das wirklich eine Scheißarbeit, die du leider nicht reklamieren kannst, weil eine Dienstleistung in diesem Zusammenhang einfach nicht reklamiert werden kann, weil es einfach eine schlechte Dienstleistung ist. Was mir ganz noch wichtig am Herzen liegt, ist auch dieser Missstand von all diesen Agenturen, die Ads schalten. Diese Agenturen geben einfach dein Geld aus, ohne wirklich verantwortungsbewusst damit umzugehen und auch anhand der jeweiligen Zahlen, deiner KPIs, die sich dahinter verbergen, jeweils Anpassungen herzustellen. Das heißt also, zum Beispiel gibt es ja in der Branche eventuell einige Agenturen, die sich auf dieses Metier einfach fokussiert haben, Ads zu schalten, damit du eine Kampagne hast, um Neukunden zu gewinnen. Die geben dann 500 € Budget aus, was echt für eine Kosmetikkampagne in einem regionalen Bereich schon sehr viel ist im Monat. Und dann verwalten sie dieses Budget nicht. Sie tracken nicht, was eigentlich wirklich passiert mit deinem Geld, sondern sie geben es einfach aus. Und dann servieren sie dir so schöne Zahlen wie Impressionen. Was hast du aber mit Impressionen zu tun? Das sagt überhaupt nichts aus. Ja, nützt dir ja nichts, wenn der Klempner von nebenan deine Kosmetikbehandlung sieht. Also höchstens er will es seiner Frau schenken, aber das ist schon ein bisschen kreativ gedacht. Das wird in den meisten Fällen nicht so gut funktionieren. Deswegen, ein Lastenheft ist so wichtig dafür, dass du drinstehen hast, was deine Pflicht ist, als Sicherheit für die Agentur, aber auch für deine Sicherheit dort drin steht, was die Agentur machen soll. Wie oft habe ich es schon gesagt bekommen, für meinen eigenen Case, das haben wir aber nicht besprochen. Ich sage so, ja, wir haben das besprochen, ich höre das noch heute in meinem Ohr. Aber es steht eben nirgendwo drin, weil es eben so eine gute Sympathie war mit der Agentur, ist man gut zurechtgekommen, dein Bauchgefühl hat erstmal gesagt, ja, das stimmt alles, das kannst du machen und der Impuls war da. Das kannst du auch wirklich weiterhin so machen. Aber fixiere all das, was gemacht werden soll und gemacht werden muss, einfach auf Papier. Das muss jetzt gar nicht so ein Stapel sein, sondern lass das einfach in einem Angebot wirklich mit aufführen. Wichtige Kernwerte sollten dafür also sein, dass wirklich Google-optimierte, Keyword-optimierte Texte verwendet werden, dass eine Keyword-Analyse gemacht wird. Das ist wirklich mega wichtig. Dass auf jeden Fall eine Auswertung stattfinden sollte, wenn es um Geld geht, also Werbeanzeigen. Dort geben Leute dein Geld aus,
Die sollten da verantwortlich mit umgehen. Deswegen, dass du dir einmal in der Woche wirklich eine Auswertung deiner Kampagne schicken lässt. Ja? Und lass dir das auch erklären. Wenn du nicht weißt, wie das zu erklären ist, dann komm in mein Strategiegespräch. In meinem Mentoring findest du das raus und dort erkläre ich das. Wenn es um einen Shop geht, ist es super wichtig, dass du wirklich dort echt umfangreich alles reinsetzt, was gemacht werden soll. Zum Beispiel die ganzen Zahlungsmethoden einzustellen, zum Beispiel auch das Hosting, dass du dort vielleicht auch Kampagnen schaltest über Google Ads, genau das gleiche. Hier im Keyword Research Programm einfach die richtigen Schlüsselwörter zu suchen, dass das Ganze eben super gut dann rankt. Eine mega wichtige Sache, wenn du mit Agenturen zusammenarbeitest, solltest du immer für klare Verhältnisse sorgen. Wie bei der Pickelausreinigung. Dann kannst du auch nicht einfach zwischendrin aufhören, weil der Kunde ein bisschen jammert. Dann musst du dieses Pickel einfach ausdrücken, bis da nichts mehr entzündet werden kann. Also schau zu, dass sich die Arbeit mit einer Agentur nicht völlig entzündet und du in einem flammenden Inferno stehst, in dem dein Geld verbraten wird, jemand wirklich so die Fronten verhärten lässt, weil du bockig bist, vielleicht auch die Zahlung einstellst, weil du bockig bist, etwas reklamierst und vielleicht als letzte Instanz eine Zahlung einstellst, dann schaukelt sich das so hoch, dass die Agentur sagt, nö, haben wir aber jetzt keine Zahlung gekriegt, wir machen nicht weiter und dann ist dann die Fronten verhärtet und es endet meistens in das, dein Projekt einfach stillsteht und damit hat keiner was gewonnen. Sorge dafür, dass du mit der Agenturarbeit für klare Verhältnisse sorgst. Von Anfang an, von schon gleich zu Beginn, egal ob es ein kleiner Marketer ist, ein kleiner Media Buyer, eine Agentur, die dir einen umfangreichen Shop erstellt oder eben jemand, der dich nur bei Social Media supportet. Sorge dafür, dass das, was du willst, niedergeschrieben ist und der andere dann auch verbindlich weiß, was dafür zu tun ist, dass er das erledigen kann. Hast du schon mal solche Agenturerfahrungen gehabt, in dem echt alles schief lief? Schreib mir das hier unten rein und wir vereinbaren einen Termin. Ich freue mich nämlich auf dich, dass ich dir da einfach ein bisschen weiterhelfen kann, unter die Arme greifen kann. Wenn du eine Kollegin hast, die ebenso schon mal ein ähnliches Inferno erlebt hat, dann schicke das Video unbedingt weiter, denn ich freue mich, auch da immer weiterhelfen zu können. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty.